Hallo aus der Mitte Schleswig-Holsteins. Ich bin Annalena Doberschütz und heute zeige ich dir die Silk-4-Technik am Beispiel des Kartensketches, der das Thema des aktuellen Videohops der Stempelfamilie mit Freunden ist. Der vorgegebene Sketch besteht aus einem großen Rechteck, wie hier zu sehen, und 3 kleineren, hier auf meiner Karte. Am Ende des Videos findet ihr die Playlist mit den Videos der anderen, also von Angela, von Irmtraut, von Karin und von Merle. Und ich muss sagen, ich bin gespannt, was die anderen mit dem Kartensketch gemacht haben und wie sie es umgesetzt haben. Es gab keine Vorgaben, es gab nur großes Rechteck, kleine Rechtecke. Boah, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr guckt euch das auch an. Und ich würde sagen, ich zeige euch dann mal anhand meines Kartensketches, wie die Silk-4-Technik funktioniert. Silk-4 heißt Seidenimitat. Das kann man an dieser Karte besonders schön sehen. Es ist so zerknittert. Sieht so richtig edel aus, finde ich. Es gibt da verschiedene Varianten, wie wir das machen. Das zeige ich währenddessen. Also, die lege ich auch mal beiseite. Den Sketch lege ich hier oben hin, damit ihr den immer noch sieht. Ich habe verwendet das Stempelset von Stampin' Up! Bienenliebe, weil ich finde, dass diese Biene wie eine schöne dicke Hummel aussieht. Ich finde, es ist ein sehr schönes Stempelset. Dann brauchen wir noch die Stanzformen, Rechtecke mit Büttenrand und hier, das habe ich schon mal vorbereitet, mit dem Prägefolder, mit der Holzoptik habe ich schon mal mein erstes Stück vorgeprägt. Also, du brauchst dafür ein Kartenrohling. Meiner hat die Maße 14,5 mal 21 und dann bei 10,5 gefalzt. Das heißt, das hier ist ein bisschen groß. Dafür nehme ich dann meine Stanzmaschine einmal. So. Schau mal, was hier von meinen Büttenrändern passt. Der ist mir nicht zu groß. Ne, der passt. Dafür nehme ich den größten. Und stanze das hier schon einmal aus. So, richten wir mal noch ein bisschen aus, dass es recht gerade ist. Und dann habe ich mein erstes Rechteck für den Kartensketch auch schon fertig. Jetzt wollen würde. So. Brauchen wir gleich nochmal. Ich stelle die erstmal beiseite. Das sieht doch schon mal sehr schön aus. Das kleben wir jetzt schon einmal fest. Ich nehme dafür doppelseitiges Klebeband. Kann man aber auch mit Flüssigkleber oder mit anderem Kleber festmachen. Weil das so ein bisschen wellig ist, mache ich in diesem Fall diese Ränder auch. So, ordentlich festdrücken. Wenn es geprägt ist, muss man es vorher ordentlich festdrücken, weil es ja nicht so glatt festhaften kann, jetzt wenn das Papier nicht geprägt ist. Hat ja keine Konturen sozusagen. So, gucken, dass die Karte richtig rum sich öffnet. Einmal schön hier mittig drauf. Erstes Rechteck für den Kartensketch fertig. So, kommen wir zur Seidenimitattechnik. Vielleicht schon gewundert, warum hier ein Taschentuch liegt. Das brauchen wir dafür. Dafür handelsübliches Taschentuch an einer Seite die Kante abreißen und dann eine Lage Taschentuch nehmen. So, und darauf wird nämlich gestempelt. Ich nehme dafür hier als Unterlage mein Brett. Ist auch schon recht durchstempelt. Nicht auf den Rändern stempeln, sondern ich brauche ja eh nur eine kleine Fläche. Deshalb stempel ich jetzt hier nur in der Mitte. Dafür nehme ich Celadon und Lodengrün.
Und zwar die schöne große Blüte hier. Und ganz normal, wie als wenn du auf Papier stempeln würdest, stempelst du einfach hier auf dem Taschentuch. Und ich möchte die Abdrücke so ein bisschen unterschiedlich haben, deshalb mache ich den ersten und den zweiten Abdruck. Unterschiedliche Höhen. Kann auch verschiedene Motive nehmen. Wir meinen es jetzt gar nicht so überfüllt haben. Kommt jetzt noch meine Hummel drauf. Meine getarnte Hummel. Halt, habe ich ja schon. Die mache ich in Lodengrün. Finde ich eine ganz tolle Farbe jetzt auch. Ja, ich weiß, etwas früher, aber schon Richtung Weihnachten. Ist eine tolle Farbe für Weihnachtskarten, muss ich sagen. Ich habe schon angefangen, weil ich für Märkte arbeite. Ich hoffe, wir treffen uns dann mal irgendwann. So. Eine fliegt noch hier unten. Und jetzt kommt mein Lieblingspart. Wir wollen ja eine Glitteroptik haben, ne? Also, Taschentuch nehmen und glittern. Oh, ist das nicht toll? Vorsichtig aufmachen, dass nichts einreißt. Ist ja nur noch eine Lage Taschentuch. So. Ah, mir reicht das noch nicht. Ich glitter das nochmal. So. Und ihr seht, schöner Kletterlook. Jetzt muss ich das irgendwie auf meine Karte drauf kriegen. Ausschneiden und draufkleben, so schön wie es hier glatt ist. Das funktioniert nicht. Dafür habe ich eine ganz tolle Technik bei meiner Teamleiterin Angela Köber von der Stempelfamilie gesehen, hat sie mir gezeigt. Da hat sie auch ein Video zu. Hier oben könnt ihr das jetzt gerade sehen. Verlinke ich euch. Und zwar nimmt sie dafür ein Stück Karte und wartet, die Klebebögen, die wir haben. Man kann jetzt entweder, ich zeige das erst dann. Das heißt, ich nehme hier meine Klebebögen und klebe die auf mein Stück Papier. Ich wähle meine Klebebögen immer ein bisschen kleiner, weil die auch so schon wie Hölle kleben. So. Die wirklich gut fest andrücken, damit sich der Kleber mit dem Papier verbindet. Und dann abziehen. Kleber klebt. Überall, auch an meinen Fingern. Und dann gucke ich, welche Stelle ich haben möchte. Und lege mein Papier hier drüber. Und drücke es einfach fest. Wenn man es weniger geklittert haben möchte, zieht man es ein bisschen straffer beim Draufkleben. Ich wollte es aber so ein bisschen mehr in dieser Antik-Klinter-Optik haben. Das geht also total schnell, klebt super. Alternativ könnt ihr auch einfach, ja, ich nehme tatsächlich Prittstift. So wie hier, da sieht man, das ist ein bisschen loser. Also Prittstift auf das Papier aufgetragen und dann einfach drüber gelegt. Das ist nicht ganz so stramm, sage ich mal, so wie hier. Man sieht den Unterschied. Das ist ganz fest drauf, das ist loser drauf. Da muss man, was einem besser gefällt. Hier habe ich noch ein Beispiel. Da habe ich es auch festgeklebt und ich habe hellen, farbigen Farbkarton genommen, weil es mir sonst vom Motiv hier unten einfach ein bisschen zu blass auf weiß gewesen wäre. Also da kann man ganz toll mit experimentieren und unterschiedliche Ergebnisse erzielen, je nachdem, was man haben möchte. So, jetzt kannst du das entweder hier so auf der Rückseite festkleben, Klebestreifen, oder du schneidest es hier ein bisschen kleiner. Wäre eine Möglichkeit. Ich schneide mir das schon mal ein bisschen zurecht.
Möchte das aber gar nicht so groß haben. So. Das wäre jetzt halt eine gute Möglichkeit, um es einfach hier mit Klebestreifen auf der Rückseite festzukleben. Muss man auf die Kanten ein bisschen achten. Ich hatte jetzt aber hier ja schon meinen Bittenrand verwendet. Den hätte ich hier auch gerne wieder. Ich hätte aber gerne ein Quadrat statt einem Rechteck. Hier habe ich nur Rechtecke. Aber das macht nichts. Der ist mir ein bisschen zu klein. Wir können nämlich aus diesen Rechtecken Quadrate zaubern. Mal diese Form hätte ich gerne. Die passt ungefähr auf mein weißes Papier. Dafür nehme ich dann wieder eine Stanzmaschine. Lege das hier ganz normal rein. Es guckt halt. Ja, sieht man im Video. Wichtig ist, dass ich hier oben eine Kante und unten habe, dass es das Papier sozusagen noch innerhalb der Form ist. Dann gehe ich das einmal in die eine Richtung durch. Nehme das hier schon mal außenrum weg. Ist immer noch rechteckig. Jetzt drehe ich mein Papier, lege meine Form wieder drauf, dass oben und unten die Papierkante übersteht. Und da ist es mir egal, die Seiten habe ich schon. Und noch einmal durch die Stanzmaschine durch. Und zack, habe ich ein Quadrat. Und die Kanten sind jetzt auch super sauber, ohne dass ich sie auf der Rückseite festkleben musste, weil sie jetzt so richtig schön runtergedrückt wurden von der Stanzform. Finde ich eine richtig schöne Sache. Also vor allem, dass man diese Rechtecke auch so verwenden kann, dass man Quadrate rausstanzen kann. Richtig schön. Auch sonst vom Büttenrand passt, finde ich, so richtig schön edel zu dieser Anti-Knitter-Optik. Das ist ein Stück. Dann nehmen wir hier noch einmal schnell. Nehmen wir grün. Grün, ja witzig. Nehmen wir Lodengrün. Da möchte ich noch mal diesmal ein paar mehr Hummeln haben, die hier lustig durch die Gegend schwirren. Einmal meine Unterlage bitte wieder. Braucht auch gar nicht so viel sein. So, und da mache ich jetzt genau dasselbe. Mache ich gleich. Ich stemple erst noch den letzten Stück. Das hier möchte ich auch wieder haben. Und zwar auch zum Neuanfang. Man kann ja immer mal, wenn ein Kollege die Stelle wechselt oder wenn jemand allgemein in seinem Leben einen Neuanfang hat, da habe ich jetzt den Randabdruck, finde ich das einen sehr schönen Spruch, so zum Neuanfang, zum Abschied, wenn man dem Kollegen was schenkt. So, das gefällt mir besser. Kann man das gut verwenden. So, und die beiden kommen jetzt auch noch mal durch die Stanze. Bei dem hier möchte ich es wirklich rechteckig haben, nicht quadratisch. Da brauche ich es also noch einmal durch. Bei den Hummeln. Na. Die Hummel möchte ich wieder quadratisch haben. Na, bitte an der Stelle, wo ich es gerne hätte, so. Das heißt erst in die eine Richtung. Und dann drehe ich es nochmal.
damit auch die beiden anderen Ränder den Büttenrand kriegen. So, Taschen brauche ich jetzt nicht mehr. Gucke ich mir das an. Mir das jetzt so von der Anordnung gefällt. Diesmal mache ich es ein bisschen anders, dass ich sie so ein bisschen schräger lege. Wie gesagt, bei so einem Kartensketch ist nur die Grundform und die Anordnung im Grunde gleich. Deshalb kann ich das hier ein bisschen freier machen. Was ich noch möchte, dass die so ein bisschen Karte ein bisschen mehr der Rand hervorkommt. Nehme ich mir hier so einen kleinen Fingerstempler und gehe nochmal in das Lodengrün rein und mache hier den Rand nochmal so ein bisschen farbiger, damit sich das auch vom Untergrund schön abheben kann. Ja, das gefällt mir besser. Dann kleben wir das gerade noch einmal alles zusammen. Hier nach oben verschoben. So, das war schon die Silk-Vortechnik. Wobei ich ja auch noch gezeigt habe, wie mache ich aus einem Rechteck ein Quadrat. Prägefolie haben wir auch noch verwendet. Könnte man schon 3 Techniken in einem Video nennen. Ja, 3 in einem. So. Wenn du Fragen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ich helfe gerne weiter, wenn du noch Fragen dazu hast. Das hier ordne ich ein bisschen anders an. Dafür nehme ich Abstandskleber. Ich verwende hiervon auch immer die Randstücke. Muss man ja nicht umkommen lassen. So. Das ist mein Kartensketch zum Video der Stempelfamilie mit Freunden. Ich zeige nochmal beide. Das ist der ganz gerade Sketch. Und der hier ist so ein bisschen verspielter. Beide mit der Silk-Vortechnik. Ja, ich hoffe, das hat dir gefallen. Ich hoffe, es regt zum Nachbasteln an. Wenn es dir gefällt, lass mir einen Daumen hoch und abonniere gerne meinen Kanal. Und vergiss nicht, dir die Videos von den anderen anzugucken, wo du jetzt gleich die Playliste siehst. Bis zum nächsten Mal, Annalena.